Das Einstellen der Scheinwerfer ist sehr einfach. Deshalb kannst du das selbst machen und dabei Geld sparen. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie man die Scheinwerfer selbst einstellen kann. Das ist nicht nur für die Sicherheit wichtig und um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden, sondern auch für die Hauptuntersuchung deines Wagens. Also legen wir los. Und das alles braucht man dafür. Ein Maßband, eine weiße Wand bzw. eine helle Fläche, am besten in einer dunklen Umgebung. Weiter geht's mit dem Kreppband und mit dem Stift. Man braucht sie, um Markierungen zu setzen. Zusätzlich soll man beim Einstellen darauf achten, dass der Reifendruck korrekt ist und das Fahrzeug nicht beladen ist. Der Tank soll mindestens halb voll sein, um ein realistisches Fahrzeuggewicht zu simulieren. Beim Einstellen soll auch der Fahrersitz mit einer Person bzw. mit einem gleichwertigen Gewicht belastet werden. Und jetzt kann das Fahrzeug vor eine Wand platziert werden. Die Entfernung zur Wand soll idealerweise 10 Meter betragen. Der Untergrund muss absolut eben sein und das Lenkrad soll dabei gerade stehen. Und wenn das erledigt ist, dann kann man mit dem ersten Arbeitsschritt beginnen. Dabei wird exakt die Scheinwerfermitte ermittelt und für die Messung wird ein Maßband benutzt. Wir messen damit die Höhe vom Boden bis zu der Mitte der Glühbirne. Um genaue Mitte des Scheinwerfers zu ermitteln, wird er eingeschaltet. Und anschließend nehme ich zur Hilfe ein weißes Blatt und eventuell eine Sonnenbrille. So kann man sehr zuverlässig den Messpunkt ermitteln. In meinem Fall sind es 62,5 cm. Jetzt wird diese Höhe mit einem Kreppband als waagerechte Linie an der Messfläche markiert. Das ist aber noch nicht die Einstelllinie, deshalb wird noch eine zweite Linie markiert, bei der wir die Standardabweichung berücksichtigen müssen. Diese beträgt 1%. Das bedeutet, dass bei einer Distanz bzw. Entfernung von 10 Metern der Lichtkegel 10 cm unterhalb dieser Linie liegen muss. In meinem Fall sind es aber nur 5 Meter, weil die Garage keinen größeren Abstand ermöglicht. Deshalb werden nicht 10 cm wie bei 10 Metern, sondern nur 5 cm markiert. Im nächsten Schritt wird noch der Abstand zwischen den beiden Scheinwerfern gemessen und mit senkrechten Linien an der Wand markiert. In meinem Fall sind es 122 cm. Der gemessene Wert wird genau übertragen. Die waagerechten Linien dienen als Orientierung für die Höhe des Lichtkegels, während die senkrechten Linien die Mitte des Lichtkegels markieren. Jetzt nur noch die Höhe vom zweiten Scheinwerfer markieren und dann haben wir eine Grundlage für die Einstellung. Bevor wir zu der eigentlichen Einstellung kommen, schau dir die günstigen Pflegeprodukte an, die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Damit bleibt dein Fahrzeug garantiert im optimalen Zustand. Jetzt aber zur Sache. Schritt 1. Das Abblendlicht einschalten. Anschließend die beiden Einstellschrauben am Scheinwerfer benutzen. Eine regelt die Höhe vertikal, die andere die seitliche Ausrichtung horizontal. Diese befinden sich direkt hinter dem Scheinwerfer. Ich beginne mit der Höheneinstellung und drehe die vertikale Schraube so, dass der obere Rand des Lichtkegels genau auf die waagerechte Linie trifft. Jetzt folgt die seitliche Einstellung.
Diese wird mit der horizontalen Schraube so eingestellt, dass der Lichtkegel auf der rechten Seite leicht nach oben ansteigt. Der Knick im Lichtbild soll exakt die senkrechte Linie treffen, die die Mitte des Scheinwerfers markiert. Jetzt kann genau das Gleiche auf der anderen Seite gemacht werden. Wenn das Ergebnis so aussieht, dann ist es sichergestellt, dass der Scheinwerfer den Gegenverkehr nicht blendet und gleichzeitig für die gute Ausleuchtung der Straße sorgt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal für weitere Tipps und Tricks. In diesem Sinne, gute Fahrt und bis zum nächsten Mal.